Herzlich willkommen zu dieser Übersichtsdemo von Vertec. Ich möchte Ihnen heute Vertec ein wenig näher bringen und das Arbeiten mit Vertec darstellen. Dabei konzentrieren wir uns vor allen Dingen auf die Themen Projektanlage, Leistungserfassung und Abrechnung. Natürlich haben wir rund um diesen Kernprozess auch viele verschiedene Zusatzfunktionen, die wir Ihnen gerne auch in einer ausführlichen Demo zeigen können. Um in Vertec einzusteigen, schauen wir uns als allererstes einmal die Oberfläche an. Auf der linken Seite in der Oberfläche sehen wir unseren Navigationsbaum. Das heißt, wir sehen zum einen, dass wir eingeloggt sind als Dummy-User Christoph Keller, der Zugriff zu seinem persönlichen Bereich hat, also sprich seinen eigenen Aufgaben, seinen eigenen Projekten, seine eigenen betreuten Adressen. Und zusätzlich hat Christoph Keller Zugriff zu verschiedenen öffentlichen Ordnern, zu denen er eine Zugriffsberechtigung benötigt. Diese folgen in unserem Standard erstmal verschiedenen Geschäftsprozessen, wie beispielsweise dem Projektmanagement oder der Rechnungsstellung. Sie können aber natürlich auch eigene öffentliche Ordner anlegen, sodass es zu Ihren Prozessen passt, die Sie benötigen. Wenn Sie nun ein Objekt in Vertec anklicken, wie beispielsweise die Übersicht über alle eigenen Projekte, erhalten Sie auf der rechten Seite immer den Output, den dieses Objekt bzw. diese Liste darstellt. In diesem Fall erhalten wir einen Überblick über alle eigenen Projekte und das Schöne an diesen Vertec-Listen ist auch, dass Sie diese rechnen können. Das sehen wir sehr schön hier, da wir ein vordefiniertes Honorarbudget haben. Wir haben zusätzlich einen effektiven Wert, also die Summe aller Leistungen, die bereits in diesem Projekt erbracht worden sind. Und das ergibt entsprechend das Restbudget, welches für mein Projekt noch verfügbar ist. Dieses wird innerhalb der Liste gerechnet. Zusätzlich werden alle Werte unten aufsummiert, sodass Sie direkt eine Übersicht über die Projekte bzw. über alle Objekte bekommen, die Sie in einer Liste so darstellen. Zusätzlich, wenn Sie auf einer Liste weitere Felder, andere Felder sehen wollen, können Sie das natürlich direkt in der Vertec-Oberfläche tun. Wenn ich für die Übersicht meiner betreuten Adressen beispielsweise nun statt der Mobilnummer eine E-Mail-Adresse sehen möchte, kann ich dies auch entsprechend anpassen. Nun werden alle E-Mail-Adressen angezeigt und hier kann ich natürlich dann auch den Kontakt mit den Kunden aufnehmen. Schauen wir uns als nächstes also einmal eine Adresse an. Wir haben hier eine etwas andere Maske, als wir es vorher gesehen haben. Hier können wir entsprechende Stammdaten pflegen, die wir für die Adresse haben. Das sind zum einen die Adresse selber, zum anderen Kontaktinformationen. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, Stichwörter zu pflegen, die nachher im Controlling sehr interessant werden können, oder immer dann, wenn Sie eben einen Überblick über verschiedenste Adressen eines verschiedenen Typs haben wollen. So können Sie im Grunde alle Typen auswerten, beziehungsweise alle Adressen auswerten, die zu einem Typ gehören. Zusätzlich können Sie auch noch verschiedene Vorgaben für die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung oder E-Rechnungsvorgaben festhalten. Auf der linken Seite im Navigationsbaum sehen wir alle Objekte, die mit dieser Adresse verbunden sind. Das sind zum einen die Kontakte, die bei dieser Adresse vorliegen, zum anderen auch alle Projekte, die wir für diese Adresse angelegt haben. An dieser Stelle möchten wir einmal ein neues Projekt anlegen. Dafür gehen wir hier oben auf das Plus, auf den neuen Eintrag. Nun wird uns auch schon das Projekt vorgeschlagen und wir klicken nun das neue Projekt an. Nun können wir für dieses Projekt verschiedene Stammdaten festhalten. Mindestens brauchen wir im Vertex Standard erstmal einen Projektcode, um auch nachher Zeiten darauf buchen zu können. Diesen Projektcode gebe ich einmal ein, er kann aber auch mit einem Nummerngenerator generiert werden, wenn Sie feste Vorgaben haben. Zusätzlich lassen sich verschiedene Einstellungen festhalten, wie beispielsweise der Projekttyp, das Rechnungsintervall oder auch eine Tarifstufe. Außerdem lassen sich verschiedene Zuordnungen von bestimmten Bearbeitern auf dieses Projekt festhalten. Auch hier haben wir wieder verschiedene Stichwörter, die wir festhalten können und ein Projektbudget. Häufig nehme ich es aber auch so wahr, dass diese Projekte unterteilt werden in unterschiedliche Phasen. Aktuell haben wir noch keine Phasen angelegt. Diese können wir natürlich jetzt manuell anlegen.
Alternativ können wir auf einem Projekt auch die Projektvorlagen nutzen. Hier habe ich eine Projektvorlage abgespeichert, die ich nun verwende. Nun werden alle Informationen, die auf dieser Projektvorlage gespeichert werden, auf das Projekt übertragen. Und das sehen wir jetzt sehr schön in den Phasen. Nun habe ich unterschiedliche Phasen angelegt, die ich entsprechend budgetieren kann. Wir springen einmal in so eine Phase rein, um uns anzuschauen, wie das aussehen kann. Ich kann hier sehr feinteilig meine Phasen entsprechend budgetieren. In diesem Fall möchte ich die Analysephase einmal mit 5.000 € budgetieren. Das führt dazu, dass eine Pauschalphase erst dann abgerechnet wird, wenn sie hier unten als abgeschlossen markiert wird und dann auch immer das Honorar in Rechnung gestellt wird, was festgehalten bzw. budgetiert wurde. Egal, wie viele Leistungen darauf laufen. Schließen wir diese Phase noch einmal und budgetieren wir die anderen Phasen nochmal weiter durch. Auch hier wollen wir eventuell 5.000 € anbieten. Für die Umsetzung bieten wir einmal 10.000 € an und für die Nachbearbeitung 2.000 €. Nun kann ich auch diese Phasen in ein Angebot überführen. Das mache ich so, indem ich Rechtsklick auf mein Projekt drücke, alternativ oben rechts auf das Plus und ein neues Angebot anlege. Das Angebot kann ich nun entsprechend beschreiben und dann bereits wieder schließen. Nun sehen wir auch im Navigationsbaum, dass sich der Reiter Angebote angelegt hat. Hier haben wir auch immer Zugriff auf unser Angebot. Nun möchte ich die Phasen, die ich zuvor budgetiert habe, auch auf das Angebot ziehen und dem Angebot zuordnen. Nun kann ich ein Angebot entweder als E-Mail versenden oder direkt ausdrucken und ich bekomme direkt ein Dokument zu diesem Angebot. Natürlich können Sie dieses Angebotsformular auch entsprechend Ihrer Bedürfnisse anpassen, sodass Sie ein Angebot in Ihrem CI haben. Ich kann die verschiedenen Angebote nun auch über den Angebotsstatus im Verkaufsbereich tracken. Das finden wir hier wieder. Wir können uns zum Beispiel alle offenen Angebote anzeigen. In diesem Fall ist jetzt nur dieses eine Angebot Bestandteil dieser Suche. Gehen wir zurück in unser Projekt und wir möchten dieses Angebot jetzt entsprechend erteilen. Dadurch, dass ich den Status des Angebots ändere, ändert sich auch der Status aller Phasen. Und nun wird auch das Honorarbudget an mein Projekt hochvererbt. Dies können wir auch in der Übersicht der eigenen Projekte sehen. Als nächstes möchte ich auf dieses Projekt Leistungen erfassen. Dafür gehe ich als Christoph Keller einfach auf die Leistungen und kann nun zum einen meine Präsenzzeiten festhalten. Ich habe beispielsweise von 8 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr gearbeitet, also 8 Stunden. Dies lässt sich auch über eine Zusatzfunktion entsprechend auswerten, sodass beispielsweise auch Regelungen für Präsenzzeiten überprüft werden. Um nun eine Leistung zu erfassen, gebe ich nun einfach den Projektcode an. Dazu wird mir dann auch automatisch der Inhalt ausgefüllt, wenn er ein entsprechendes Projekt erkennt. Nun kann ich als nächstes noch eine Phase auswählen und dies mit entsprechenden Tätigkeiten versehen. Natürlich kann ich auch einen entsprechenden Text verfassen. Nun gebe ich nur noch meinen Aufwand ein und habe eine Leistung erfasst. Natürlich können wir das Ganze auch über einen Timer steuern. Wenn wir nun also in eine neue Leistungserfassung starten und ich habe beispielsweise ein Meeting, dann kann ich hier viel besprochen einen Text eintragen und kann den Timer starten. Auch hier lässt sich ein Mindestintervall einstellen. Alternativ kann ich auch über das Scrollrad die Zeit anpassen, falls ich den Timer zu spät gestartet habe. Sobald ich einen anderen Timer starte, wird der alte Timer pausiert.
Nun haben wir die ersten Leistungen in Vertec erfasst. Diese Leistungen finde ich auch auf meinem Projekt unter offene Leistungen wieder. Nun habe ich eventuell in meinen Phasen die Analysephase bereits abgeschlossen. Das heißt, ich schließe diese Pauschale entsprechend ab und möchte nun eine Rechnung über die pauschale Phase und die Leistungen stellen. Dazu lege ich einfach eine neue Rechnung an und nun werden automatisch alle Leistungen und alle abgeschlossenen Pauschalphasen auf diese Rechnung gezogen. Nun kann ich die Rechnung entsprechend kontrollieren und auch alle Leistungen noch einmal kontrollieren und auch verändern. Wichtig dabei ist, dass sich nur der externe Aufwand verändern lässt, wenn ich meinem Kunden also weniger in Rechnung stellen möchte als das, was wirklich erbracht worden ist. Der interne Aufwand bleibt allerdings gleich, damit sich auch die Leistungserfassung der Personen, die diese Leistung erfasst hat, nicht verändert. Nun kann ich natürlich diese Rechnungen auch entsprechend einem Freigabeprozess unterziehen und diesen über mehrere Schritte steuern. Hier werden nun 3 Schritte vorgeschlagen, aber Sie können natürlich so viele Schritte, wie Sie das wollen, hier entsprechend hinzufügen. Im Fall stellen wir diese Freigabe schon einmal auf freigegeben. Dadurch wird die Rechnung auch automatisch verrechnet und alle Leistungen werden gesperrt. Jetzt ist keine Veränderung des externen Aufwands mehr möglich. Als Letztes können wir natürlich noch verschiedene Buchhaltungsinformationen anpassen, wie den E-Rechnungsstandard, und können diese Rechnung nun entweder per Mail oder versenden oder auch wieder entsprechend ausdrucken. Ich erstelle nun eine Rechnung mit Leistungsliste und bekomme wieder ein Dokument, welches die Rechnung enthält. Und auch dieses Dokument lässt sich natürlich wieder Ihren Vorgaben anpassen.